Wohnungsbesichtigung. Guten Tag, Herr Kurz. Danke, dass ich die Wohnung anschauen darf. Guten Tag, Frau Müller. Kommen Sie bitte rein. Das ist der Flur. Der Flur ist schön hell. Wie groß ist die Wohnung insgesamt? Die Wohnung hat 55 Quadratmeter und 2 Zimmer. Das ist eine gute Größe. Gibt es auch eine Einbauküche? Ja, die Küche ist dort links. Der Herd und der Kühlschrank sind neu. Das sieht sehr modern aus. Und hat das Badezimmer eine Badewanne? Nein, das Bad hat nur eine Dusche und ein Fenster. Ein Fenster im Bad ist gut. Wie hoch ist denn die Miete? Die Kaltmiete beträgt 600 Euro. Dazu kommen 150 Euro Nebenkosten. Also 750 Euro warm, das ist okay. Sind Haustiere erlaubt? Kleine Haustiere sind kein Problem. Haben Sie einen Hund? Nein, ich habe eine Katze. Sie ist sehr ruhig. Das ist in Ordnung. Ab wann möchten Sie einziehen? Ich suche eine Wohnung ab dem 1. September. Ist das möglich? Ja, die Wohnung ist ab sofort frei. Sie können gerne einziehen. Super, ich habe großes Interesse. Hier sind meine Unterlagen. Wunderbar. Dann brauche ich nur noch eine Kopie vom Ausweis. Beim Bäcker. Guten Morgen. Es riecht hier so lecker nach frischem Brot. Guten Morgen. Dankeschön. Was darf es denn heute für Sie sein? Ich hätte gerne 5 normale Brötchen und 2 Croissants. Bitte. Gerne. Möchten Sie die Croissants mit Schokolade oder ohne? Ohne Schokolade. Bitte. Und haben Sie auch Vollkornbrot? Ja, wir haben ein sehr gutes Roggenbrot, frisch aus dem Ofen. Das sieht gut aus. Können Sie mir bitte ein halbes Brot schneiden? Natürlich. Ich schneide es für Sie. Möchten Sie es in einer Tüte? Ja, bitte. Und ich nehme noch einen großen Kaffee zum Mitnehmen. Kommt sofort. Milch und Zucker stehen dort drüben an der Theke. Danke. Das ist alles für heute. Wie viel macht das zusammen? Das macht dann insgesamt 8,50 Euro, bitte. Hier sind 10 Euro. Und 1,50 Euro zurück. Vielen Dank und einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Im Fitnessstudio. Hallo? Entschuldigung. Ist dieses Laufband hier noch frei? Hallo? Ja, das ist frei. Ich benutze gerade das Gerät daneben. Danke. Ich bin neu hier im Studio. Trainierst du oft hier? Ich versuche 3-mal pro Woche zu kommen. Und du? Ich habe mich erst gestern angemeldet. Ich möchte mehr Sport machen. Das ist ein guter Plan. Der Anfang ist immer schwer, aber es lohnt sich. Kannst du mir vielleicht kurz helfen?
Ich weiß nicht, wie man das startet. Klar. Du musst zuerst hier auf den grünen Knopf drücken. Ah, okay. Und wo kann ich die Geschwindigkeit einstellen? Hier mit den Pfeilen, aber fang lieber langsam an. Danke für den Tipp. Machst du Krafttraining oder Cardio? Heute mache ich nur Krafttraining. Morgen gehe ich laufen. Ich möchte erst mal 20 Minuten laufen. Das reicht für heute. Viel Erfolg dabei. Wenn du noch Fragen hast, frag mich einfach. Danke. Das ist sehr nett von dir, Alex. Kein Problem. Viel Spaß beim Training. In der Arztpraxis. Guten Morgen. Ich habe um 10 Uhr einen Termin bei Dr. Bauer. Guten Morgen. Wie ist Ihr Name, bitte? Mein Name ist Sabine Klein. Ah ja, Frau Klein. Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Ja, hier ist meine Karte. Ich habe seit 3 Tagen starke Kopfschmerzen. Das tut mir leid. Dr. Bauer schaut sich das gleich an. Waren Sie schon mal hier? Nein, das ist mein erster Besuch in dieser Praxis. Dann müssen Sie bitte noch diesen Fragebogen ausfüllen. Kein Problem. Haben Sie einen Kugelschreiber für mich? Ja, hier bitte. Setzen Sie sich doch kurz ins Wartezimmer. Danke. Dauert es lange? Ich muss später noch zur Arbeit. Es sind noch 2 Patienten vor Ihnen. Es dauert vielleicht 20 Minuten. Das ist okay. Ich fülle das Formular schnell aus. Geben Sie es mir einfach zurück, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Vielen Dank. Bitte schön. Der nächste bitte. Auf dem Flohmarkt. Hallo. Diese alte Lampe hier sieht wirklich interessant aus. Hallo? Ja, das ist eine schöne Lampe aus den 70er Jahren. Funktioniert sie noch? Oder ist sie kaputt? Sie funktioniert einwandfrei. Ich habe sie gestern getestet. Was soll die Lampe denn kosten? Ich hätte gerne 15 € dafür. Das ist ein guter Preis. Puh, 15 € ist mir ein bisschen zu viel. Sie hat hier einen Kratzer. Der Kratzer ist klein, aber okay. Sagen wir 12 €. Ich biete Ihnen 10 €. Dann nehme ich sie sofort mit. 10 €? Na gut, weil heute so schönes Wetter ist. Super. Haben Sie vielleicht eine Tüte oder Zeitungspapier? Ich kann sie in Zeitungspapier einwickeln. Einen Moment. Danke. Verkaufen Sie auch diese Bücher hier? Ja, jedes Buch kostet 1 €. Schauen Sie sich ruhig um. Ich nehme noch diesen Krimi dazu. Hier sind 11 €. Danke. Viel Spaß beim Lesen. Am Flughafen. Guten Tag. Ich möchte gerne für meinen Flug nach Spanien einchecken. Guten Tag. Darf ich bitte Ihren Reisepass und Ihr Ticket sehen? Ja, natürlich. Hier ist mein Pass und die Buchungsnummer ist auf dem Handy. Danke.
Haben Sie Gepäck zum Aufgeben? Ja, diesen großen Koffer hier. Und ich habe noch eine Handtasche. Stellen Sie den Koffer bitte auf das Band. Oh, 22 Kilo. Ist das zu schwer? Ich dachte, 23 Kilo sind erlaubt. Bei diesem Tarif sind nur 20 Kilo erlaubt. Aber ich lasse das noch durchgehen. Oh, vielen Dank. Das ist sehr freundlich. Haben Sie Flüssigkeiten oder elektronische Geräte im Koffer? Nein, mein Laptop ist in meiner Handtasche. Gut. Hier ist Ihre Bordkarte. Das Boarding beginnt um 14:30 Uhr. Welches Gate ist es? Gate B12. Sie müssen jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Dankeschön. Wie viel Zeit habe ich noch? Sie haben noch 1 Stunde Zeit. Gute Reise. Danke. Auf Wiedersehen. Guten Flug. Beim Friseur. Hallo. Ich habe einen Termin um 15 Uhr zum Schneiden. Hallo. Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee oder Wasser? Ein Glas Wasser wäre sehr nett. Danke. Gerne. So. Was machen wir heute mit Ihren Haaren? Ich möchte nur die Spitzen schneiden. Sie sind etwas kaputt. Okay. Soll ich auch waschen und föhnen? Ja, bitte. Und vielleicht können wir vorne eine Stufe schneiden? Das ist eine gute Idee. Das gibt mehr Volumen. Wie viel soll ab? Bitte nicht zu viel. Nur 2 oder 3 Zentimeter. Alles klar. Kommen Sie bitte erstmal mit zum Waschbecken. Ist das Wasser warm genug? Ich stelle es gleich ein. Ist es so angenehm für Sie? Ja, das ist perfekt. Das Shampoo riecht sehr gut. Das ist Apfelshampoo. So, jetzt geht es an den Schnitt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Legen wir los. Kopf bitte zurücklehnen. In der Buchhandlung. Entschuldigung, ich suche ein Geschenk für meine Mutter. Hallo, was liest Ihre Mutter denn gerne? Romane oder Sachbücher? Sie liest gerne historische Romane, aber sie mag auch Kochbücher. Wir haben hier die Bestsellerliste. Dieser Roman spielt in Berlin im Jahr 1920. Das klingt interessant. Meine Mutter liebt Geschichte. Was kostet das Buch? Das ist eine gebundene Ausgabe. Es kostet 22 Euro. Haben Sie vielleicht auch ein gutes italienisches Kochbuch? Ja, kommen Sie mit. Hier in dieser Abteilung ist Kochen und Backen. Oh, das Buch hier mit den Pasta-Rezepten sieht toll aus. Das ist sehr beliebt. Die Rezepte sind einfach und lecker. Ich glaube, ich nehme das Kochbuch. Das ist besser. Soll ich es Ihnen als Geschenk einpacken? Ja, das wäre sehr lieb. Haben Sie rotes Papier? Natürlich. Das mache ich gerne für Sie. Vielen Dank für die gute Beratung. Gerne.
Kommen Sie bald wieder. An der Bushaltestelle. Entschuldigung, wissen Sie, wann der Bus Nummer 5 kommt? Ich warte auch auf die Linie 5. Er sollte eigentlich schon da sein. Auf der Anzeigetafel steht nichts. Ich friere ein bisschen. Ja, das Wetter ist heute wirklich schlecht. Es ist kalt und nass. Fährt dieser Bus direkt zum Marktplatz? Ja, er hält am Marktplatz und fährt dann weiter zum Bahnhof. Gut. Danke. Ich habe mein Auto in der Werkstatt und muss den Bus nehmen. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Meistens ist er pünktlich. Ah, schauen Sie mal. Da hinten kommt ein Bus. Ja, das ist die Nummer 5. Haben Sie Kleingeld für das Ticket? Ich habe eine Karte. Kann man im Bus kontaktlos bezahlen? Ja, das geht beim Busfahrer vorne. Super. Endlich kommt er. Ich möchte nur schnell ins Warme. Nach Ihnen. Steigen Sie ruhig zuerst ein. Danke. Das ist sehr höflich. Keine Ursache. Da ist noch ein Platz frei. In der Küche zu Hause. Tom, kannst du mal kommen und die Soße probieren? Ja, klar. Riecht schon sehr gut. Was kochst du? Ich mache eine Gemüsesoße für die Nudeln. Aber irgendwas fehlt. Schmeckt gut. Aber es fehlt ein bisschen Salz. Meinst du? Ich habe schon Salz reingemacht. Vielleicht etwas Pfeffer? Ja, Pfeffer und vielleicht ein bisschen Chili. Wir mögen es ja scharf. Okay. Ich mache noch etwas Chili rein. Kannst du den Tisch decken? Mach ich. Wo sind die tiefen Teller? Sind die noch im Geschirrspüler? Ja. Der Geschirrspüler ist fertig. Du kannst ihn gleich ausräumen. Alles klar. Was trinken wir zum Essen? Wasser oder Saft? Ich trinke Wasser. Die Nudeln sind in 2 Minuten fertig. Super. Ich hab großen Hunger. Das sieht wirklich lecker aus. Schatz, Danke für deine Hilfe. Nächstes Mal kochst du aber. abgemacht. Nächstes Mal mache ich Pizza. Guten Appetit! Danke. Dir auch. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie hilfreich dieses Video für euch war und auf wie viele Fragen ihr ohne Hilfe richtig geantwortet habt.